Und wir starten mit dem Sportlichen und einem wahren Trainerbeben. Borussia Dortmund und Trainer Edin Terzic trennen sich. Das hat der BVB bekannt gegeben. Terzic habe um die sofortige Auflösung seines Vertrages gebeten. Diese Bitte sei entsprochen worden, so Dortmund. Zuletzt gab es auch Medienberichte darüber, dass sich Terzic mit Mats Hummels zerstritten haben soll. Und damit gleich weiter zu Greta Wagener in Dortmund. Greta, das ist ein wahres Beben. Was sind die Gründe dafür? Naja, über die Gründe, da muss man natürlich jetzt im Moment noch spekulieren, aber es gibt natürlich einiges, was in letzter Zeit hier bei Borussia Dortmund nicht wirklich rund gelaufen ist. Nur 5. Platz in der Bundesliga, das ist etwas, womit man nicht zufrieden ist, womit man nicht an die Saisonleistung der vorherigen Saison anknüpfen konnte, wo man noch knapp die Meisterschaft verspielt hatte. Dann diese Saison viele schlechte Spiele, viele Patzer und vor allem die Mannschaft, die hat oftmals den Trainer Edin Terzic dafür verantwortlich gemacht. Einer ist dort ganz vorangegangen und zwar Mats Hummels. Der hat auch öffentlich in Interviews den Trainer kritisiert, hat gesagt, so darf man nicht auftreten, so darf man in kein Spiel gehen. Und er habe sich auch geschämt, zum Teil das Trikot des BVB zu tragen. Und es soll jetzt auch das herausgekommen sein, dass Mats Hummels auch versucht haben soll, ein bisschen den Club zu erpressen. Er soll gesagt haben, dass er nicht den Vertrag verlängere, wenn Edin Terzic als Trainer bleibt. Und da vermutet man dann jetzt natürlich, ob das wirklich der Grund gewesen sein könnte, dass man sich jetzt für Mats Hummels entschieden hat und gegen den Trainer Edin Terzic. Aber wie gesagt, das alles nur Vermutungen. Klar ist jedoch, dass beide Seiten das erste Mal jetzt glücklich auseinandergegangen sind im Guten, dass auch der Clubchef Hans-Joachim Watzke gesagt hat, wir trennen uns als Freunde, wir trennen uns im Guten. Und Edin Terzic soll ja selber gestern Abend seinen Rücktritt angeboten haben. Es gab heute dann das Zusammensetzen der Chefs und dann hat man sich dann im Guten jetzt getrennt. Und der Trainer Edin Terzic, er hat sich auch schon in einer Videobotschaft auf X gemeldet. Wir hören einmal rein. Liebe Borussen, liebe Borussinnen, ich weiß jetzt nicht, das wievielte Mal ich jetzt versuche, die richtigen Worte zu finden, aber es bleibt brutal schwer für mich. Aber ich möchte euch heute mitteilen, dass ich den BVB verlassen werde. Und es ist jetzt 14 Jahre her, dass ich meinen ersten Vertrag hier unterschreiben durfte. Und ich war jetzt mit einer kurzen Unterbrechung 9 Jahre in der Lage, meinen Traum zu leben. Besonders die letzten 6 Jahre im Trainerteam und ganz nah an der Mannschaft waren unvergesslich für mich und eine unglaubliche Reise. Und dafür möchte ich jedem vom Herzen danken, der mir die Möglichkeit gegeben hat, die Unterstützung gegeben hat und der mich auf diesem Weg begleitet hat. Und ich verspüre einfach eine große Ehre in mir, diesen großartigen Verein sowohl zum Pokalsieg als auch jetzt ins Champions-League-Finale geführt zu haben. Und nach diesem Champions-League-Finale im Wembley habe ich das Gespräch gesucht mit dem Verantwortlichen. Und diese Gespräche waren sehr wichtig, sehr gut, offen, ehrlich und auch freundschaftlich. Und ich habe das dann alles sacken lassen und auf mich wirken lassen und nochmal sehr lange nachgedacht und hatte dann trotzdem in mir immer das Gefühl, dieses Grundgefühl, dass jetzt, wo sich der Verein neu ausrichtet, sowohl in der Führung als auch der Neustart jetzt in der Mannschaft, dass ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass auch ein neuer Mann an der Seitenlinie das Ganze begleitet und führt. Und deshalb ist es mir wichtig, mich heute bei euch allen zu bedanken, aus tiefstem Herzen. Und ich wünsche dem neuen Trainerteam, der ganzen Mannschaft, jedem einzelnen Mitarbeiter und natürlich euch nur das Allerbeste und dass es bald wieder Richtung Borsigplatz geht. Und ich glaube, dass dafür eine Sache sehr wichtig sein wird. Und zwar der Glaube, der uns jetzt nach London geführt hat. Den Glauben, den die ganze Welt wahrgenommen hat und den wir gespürt haben. Dass wir diesen Glauben jetzt alle beschützen und diesen Glauben mitnehmen in die neue Saison. Und ich weiß, das klingt jetzt alles nach Goodbye und nach Leb wohl, aber das möchte ich gar nicht ausdrücken, sondern ich möchte einfach nur Danke sagen. Ich möchte auf Wiedersehen sagen, weil ich war, ich bin und ich bleibe einer von euch. Und deshalb bis bald, euer Edin. Ja, Greta, ist denn schon bekannt, wer Nachfolger von Terzic werden könnte?
Ja, da laufen die Gerüchte jetzt natürlich auch heiß. Auch im Internet wird da heiß diskutiert. Unter dem Post, den er da verfasst hatte, sind auch schon zahlreiche Kommentare eingegangen. Und laut Medienberichten ist schon klar, wer der neue Trainer wird oder wer im Gespräch sein könnte. Und zwar wird da Nuri Sahin ganz hoch gehandelt. Er ist ja erst Anfang des Jahres als Co-Trainer dazugestoßen zum Team von Edin Terzic. Und laut Medienberichten gehen sie eben davon aus, dass der jetzt erst einmal übernehmen wird, zusammen mit Sven Bender an der Seitenlinie stehen wird. Und man hat es ja auch gerade noch in dem Video von Edin Terzic gehört. Er sagt, die Führung, sie wollen einen Neustart und da braucht es eben einen neuen Trainer. Jetzt wird doch irgendwie in die zweite Reihe gegriffen. Da muss man jetzt wirklich abwarten, ob diese Berichte sich da wirklich bestätigen oder eben nicht. Ich glaube, unterm Strich, heute bleibt erstmal stehen, dass mit Edin Terzic jemand den Club verlässt, ein Trainer den Club verlässt, der selber auch der größte Fan dieses Clubs ist. Das hatte man ja in zahlreichen Posts gesehen. Er selber auch schon früher, bevor er Trainer wurde, auf der Südtribüne hier beim Borussia Dortmund. Und ich denke, das wird auch in Zukunft bleiben. Dankeschön, Greta, nach Dortmund.